Nein, das mache ich jetzt richtig. In einem meiner letzten Videos habe ich euch versprochen, mein kleines Geheimnis zu verraten, wie ich in anderen Städten so gut interessante, ungewöhnliche Viertel mit schönen Häusern und außergewöhnlichen Geschäften finde. Das Geheimnis ist ganz einfach. Man muss guten Kaffee mögen, denn genau solche lokalen Cafés mit tollem Design und ausgezeichnetem Kaffee befinden sich in den interessanten Stadtteilen. Die bunten, farbenfrohen Häuschen führen mich immer weiter weg von den belebten Straßen. Ich gebe mich ihrer geheimnisvollen Anziehungskraft hin und erkunde gespannt jede neue Ecke. Mein Weg bringt mich in den Park um die festen Kastel, in dem der Herbst in seiner ganzen Pracht herrscht. Seine bezaubernde Schönheit zwingt mich, langsamer zu werden und den Moment zu genießen. So ist es, wenn die Natur dir ihre Wunder zeigt. Der Zufall war mir weiterhin hold und so, völlig ungeplant, landete ich in der Nähe einer weiteren schönen Location.
Ich muss dazu sagen, dass ich einfach plötzlich Lust auf einen Kaffee hatte und in Google Maps nach dem nächstgelegenen Coffeeshop gesucht habe. Und hier in einer auf den ersten Blick unscheinbaren Seitenstraße befindet sich ein gemütliches kleines Café mit einprägsamem Design, leckerem Kaffee und einer besonderen Atmosphäre. Und natürlich dem Namen Niesende Früchte. Den kann man wirklich nicht vergessen. So fangen wir wie typisch Deutsch an. So wie es mir auch oft passiert, wusste ich am Anfang noch gar nicht, ob ich das Video überhaupt mache. Weil alles, was ich gedreht habe, alles, wovon ich Bilder gemacht habe, sah so unterschiedlich aus. Und diese Mischung, was ja eigentlich auch ziemlich viele Städte haben, aber bei Kopenhagen es noch viel mehr besonders ist, diese Mischung könnte ich einfach nicht so gut zusammenfassen, wie ich das in einem Video darstelle. Noch lustiger ist, dass ich in die Stadt gelandet bin, genau in dieser Zwischenzeit, wo der Herbst endet und Winterzeit anfängt. Das sieht man sehr gut an den zum Beispiel noch ein bisschen geschmückten Häusern mit ganzem Halloween-Kram, auch in den Schaufenstern oder zum Beispiel Bäume, die sind immer noch ziemlich herbstlich gelb, aber die Wintermärkte oder manche Läden, die fangen schon an, die Weihnachtssachen zu verkaufen und diese krasse Mischung, das ist noch eine weitere Herausforderung, die ich in meiner Reise hatte. Man muss ja auch verstehen, was man in dem Video zeigen will und erzählen will. Und ich hatte dieses Durcheinander in meinem Kopf, wovon ich ja eigentlich rede, sozusagen, in meiner Story. Aber dann hatte ich den zweiten Tag, wo es alles so gut lief und ich glaube, ich könnte mir auch ganz bisschen die Sachen von dem ersten Tag und die ersten Eindrücke verarbeiten. Und als ich dann raus war, wusste ich schon, dass es genau die Sache, die ich eigentlich zeigen will. Diese Vielfalt, diese Kombination aus halt allem. Die Stadt zieht mich mit all den Farben in ihren Bann und ich habe nichts dagegen, mich darin zu verlieren. Die Magie der nahenden Feiertage, die Nachtbeleuchtung von kleinen Läden und die lauten Gruppen von Spaziergängern. Hier pulsiert das Leben und heute bin ich auch ein Teil davon. Das hat seinen ganz besonderen Charme.
Damit ihr es versteht, ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Ja, das alles würde nicht so aussehen, wenn man nicht so viel Zeit investieren würde. Die Produktion von Content erfordert vollen Einsatz und einen enormen emotionalen sowie mentalen Aufwand. Versteht mich nicht falsch, ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich mag es wirklich sehr und ich liebe diesen Vibe, diese Energie, diese Dynamik. Heute habe ich beschlossen, nach Kaffee und Inspiration in La Cabra zu suchen. Von diesem Ort hatte ich schon vor einiger Zeit in der engen Welt des Internets gelesen und etwas später von einer zufälligen Bekanntschaft gehört. Und wenn man, wie ich gerne sage, mehr als einmal von etwas hört, dann ist das höchstwahrscheinlich kein Zufall mehr. Deshalb bin ich heute hier. Der Kardamombaum ist übrigens hervorragend. Sixsmith. Jeden Morgen steige ich die Stufen vom Scott-Monument hinauf und alles wird klar. Ich wünschte, ich könnte dir dieses strahlende Licht zeigen. Keine Sorge, alles ist gut. Alles ist so perfekt, unverschämt gut. Ich verstehe jetzt, dass die Grenzen zwischen Krach und Klang reine Konventionen sind. Alle Grenzen sind Konventionen, die nur darauf warten, überwunden zu werden. Man kann jede Konvention überwinden. Man muss diesen Schritt nur erst begreifen. In solchen Augenblicken spüre ich deinen Herzschlag so deutlich wie meinen und weiß, dass unsere Tränen nur eine Illusion ist. Mein Leben reicht weit über meine Grenzen hinaus. Ein weiterer Ort, auf den ich ganz spontan und tatsächlich in letzter Minute gestoßen bin, als ich auf Google Maps unterwegs war, übrigens eine sehr effektive Methode, um neue Gegenden zu entdecken, befindet sich im Stadtzentrum und ist Teil des Geschäfts Louis Rouet. Hier kann man in einer wunderschönen modernen Umgebung, die den neuesten Trends für Metallüberflächen, Geschirr aus Edelstahl und Chrom entspricht, guten Kaffee trinken und lecker essen. So etwas mag ich. Ich wollte unbedingt die Stadt Kopenhagen erträtseln.
Nachdem ich einmal hier gewesen war und nur einen sehr oberflächlichen Einblick gewonnen hatte, war ich unglaublich neugierig, welchen Eindruck diese Reise auf mich hinterlassen würde. Anfangs verspürte ich aufgrund der Fülle an Einflüssen eine leichte Enttäuschung und Verlorenheit und zweifelte sogar daran, ob ich dieses Video überhaupt machen könnte. Doch am nächsten Tag wachte ich mit einer klaren Vorstellung auf und plötzlich hatte alles seinen Platz gefunden. Ich war erstaunt, warum ich nicht sofort auf diese scheinbar offensichtliche Sache gekommen war. Denn die Stadt sprach praktisch davon, wie sie ist. Und das war es: Vielfalt. Während ich einen Spaziergang entlang des Hafens genoss und die Werke der modernen Architektur betrachtete, entdeckte ich einen Ort, an dem fröhlich gefeiert wurde: den Weihnachtsmarkt am Nühafen, mit allen dazugehörigen Attributen wie funkelnden Lichtern, Glühwein, hier nennt man ihn Glock, und natürlich Weihnachtsspielzeugen. Das war ein krasser Kontrast. Wie ich am Anfang gesagt habe, diesmal mache ich es richtig. Und diese Aufgabe, diese Herausforderung, obwohl jedes Video eigentlich in gewisser Hinsicht eine Herausforderung ist, wollte ich auf jeden Fall mal schaffen. Ihr habt sicher bemerkt, dass ich nichts über die historischen Fakten der Stadt, alte Schlösser oder das von fast jedem Blogger erwähnte Hügge erzähle. Das habt ihr bestimmt schon oft gehört. Für mich ist Kopenhagen viel mehr eine Stadt der Momente, der Details und der Kontraste.
Große Städte sind immer vielfältig, immer bunt und nie einfach oder einseitig. Man muss sie füllen, in ihnen leben, ihr besonderes Tempo aufnehmen und in diesem Rhythmus bleiben. Es ist die Kombination aus Modernem und Altem, aus Vergangenheit und Gegenwart, aus Architektur, Kunst, Läden, Menschen und natürlich Kaffee, die sie ausmacht. All diese Dinge ergeben die Geschichte, die ich euch heute erzählt habe. Ich bin froh, dass ihr diese Zeit mit mir verbracht habt und ich bin bereit, meine nächste Reise mit euch zu teilen. Aber das wird schon eine andere Geschichte.